7 magische Geheimnisse, die andere dazu bringen, kontrolliert zu werden. Bagaimana sih caranya? Geheime Technik, um andere dazu zu bringen, dir zu gehorchen. Nummer 3. Wie man andere Menschen beunruhigt, auch wenn sie Angst haben, wenn sie dir nicht gehorchen. Allein vom Thema her deutet dies auf etwas Stärkeres hin. Und grundlegend als zuvor. Zuvor haben wir besprochen, wie man Leute dazu bringt, dir zu gehorchen. In einer Weise, die sie zum Nachdenken bringt. Wird eine Belohnung erhalten, entweder mit Material oder ohne Material. Auf diese Weise geschweige denn Geld ausgeben. Ohne etwas zu bekommen, werden sie gehorchen, was immer du willst. Dies kann als ziemlich schrecklich bezeichnet werden. Wie könnten wir nicht? Wir werden eine geheime Technik anwenden, bei der sie glauben lassen, dass ein Risiko besteht. Wenn sie dir nicht gehorchen. Es kann in der Tat sehr effektiv und mächtig und direkt sein. Weil dies eine sehr grundlegende Sache im menschlichen Geist ist. Es berührt den grundlegendsten menschlichen Geist. Nämlich Angst. Wenn wir in einem Unternehmen arbeiten, wird uns eine große Verantwortung für eine Aufgabe mit einem ziemlich großen und außergewöhnlichen Ziel zugewiesen. In diesem Ziel erhalten wir einen Bonus, wenn wir das angegebene Ziel erreichen. Und gefeuert werden, wenn es das Ziel nicht trifft. Dann hier, was uns gehorchen lässt. Was sind die Boni, die Belohnungen, die wir bekommen werden? Oder Drohungen, gefeuert zu werden, wenn sie kein Ziel bekommen. Natürlich haben die meisten Menschen Angst, das Ziel nicht zu erreichen, was es ermutigender macht. Überlegenen Befehlen gehorchen. Nächste Frage. Ist es wahr, das Ziel, das uns tatsächlich Angst machen wird? Nein, unsere Gedanken täuschen sich manchmal. Und um das zu tun, wird der Geist so schnell laufen. Schneller als wir rennen können, sogar schneller als die Geschwindigkeit des Pferdes, vielleicht sogar schneller als die Lichtgeschwindigkeit, wir denken überlappend. Mit Konsequenzen, was passiert, wenn es das Ziel nicht erreicht? In unseren Gedanken, als würden wir nach Unglück suchen und nach Angst suchen. Was passiert, wenn das Ziel nicht erreicht wird? Wird dies später nicht erreicht, wird es ausgelöst. Wenn es gefeuert wird, verliert es Einkommen. Wenn es kein Einkommen gibt, wird es arm sein. Kein Geld, Hunger, verlassener Partner, gedemütigt. Und so weiter, nur viel. Sie überschneiden sich und suchen nach dem tiefsten Elend in ihren Gedanken. Sie können also sicher sein, dass das Risiko von Sanktionen und was auch immer sie nervös und ängstlich macht. Es ist das Geheimnis einer sehr starken, gehorsamen Person. Wenn jemand bedroht wird, er wird freiwillig alles geben. Vorausgesetzt, er kann die Bedrohung überleben. Darüber hinaus geht es um das Leben, wenn Menschen bedroht werden, werden sie spontan und ohne nachzudenken. Gib alles, was er hat, der Person, die droht. Viele andere Dinge, die Menschen Angst machen, wie Frauen. Wie viel Angst, von anderen Frauen konkurriert zu werden, Angst, wenn sie nicht hübscher ist, keinen Markennamen oder Luxus mehr hat. Diese Angst nutzen Geschäftsleute, um ein Produkt zu brandmarken, damit Produkte, die ganz normal sein sollten. So teuer und edel gemacht. Sie bilden den Geist ihres Zielmarktes, ihrer Verbraucher. Wenn er dies nicht trägt, bedeutet dies, dass er eine gewöhnliche Klasse ist, eine mittlere bis untere Klasse und so weiter. Damit konkurriert der Zielmarkt darum, Waren zu den teuersten Preisen zu kaufen, damit sie kühler und edler aussehen. Eine andere Angst ist die Angst vor Scham. Es ist auch eine der tiefgreifendsten Auswirkungen auf den Menschen. Schade, wenn du versagst, gedemütigt und viele andere. Die Menschen wollen zumindest gedemütigt werden, manchmal ist dies für manche Menschen eine Frage der Selbstachtung. Wenn er also gedemütigt wird, bedeutet dies, dass sein Stolz verletzt wird. Und er verlor seinen Stolz. Deshalb, wenn ihn jemand herausforderte, etwas zu tun, obwohl er es nicht wollte, um seines Stolzes willen, anstatt gedemütigt zu werden, weil er als ängstlich galt. Sie würde sich dazu zwingen. Oder andere Angst ist die Angst, von jemandem verlassen zu werden. Die Angst, allein zu sein und von diesem anderen verlassen zu werden. Ist eine andere Angst, die andere oft ausnutzen. Menschen zu machen, ihm zu gehorchen. Aber davon mal abgesehen. Angst. Auch wenn es uns manchmal dazu bringt, andere Menschen dazu zu bringen, uns zu gehorchen. Das musst du verstehen. Seien sie nicht zu aufdringlich, um Druck auszuüben. Denn wenn jemand am Rande seiner Angst steht, wenn all seine Angst grenzenlos ist, wird diese Angst zu einem Zwang, sich zu wehren. Also obwohl er das auch wollte. Weil ich musste. Deshalb hat diese Angst manchmal eine gute Wirkung.
Wenn jemand in Not ist, motiviert es ihn, etwas zu tun, das getan werden sollte. Ich persönlich versuche nur, es auf mich selbst anzuwenden. Warum hinzugefügt, wegen der Kraft der Technik, Menschen zu überzeugen oder vor Angst zu gehorchen. Heute weit verbreitet, für Dinge, die nicht sein sollten. So dass wir Angst vor Übermaß haben. Ein Beispiel für jemanden, der ein Unternehmen gründen möchte, Angst vor Verlust und andere. Wer ihn zuvor daran gehindert hatte, weil er gezwungen wurde, war gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen, um ihn einzuleiten. Und noch eine positive Sache. Denn manchmal sind wir in etwas gefangen, das nicht klar ist, und haben Angst vor etwas, das nicht soll. Und sollte auch, wenn Sie Angst haben müssen. Wir verdienen es, Angst vor dem zu haben, der uns erschaffen hat, weil er allmächtig ist, alle Güte zu geben. Obwohl wir Menschen mit Angst begabt sind. Aber wir glauben, dass es darum geht, uns ihm näher zu bringen, nicht einmal diese Angst, um Menschen und andere Dinge als ihn zu fürchten. Wenn wir so handeln, können wir die schlechten Absichten einer Person vermeiden. Wer will diese Technik für Böswillige verwenden? Das obige Zitat wurde absichtlich hinzugefügt, um zu teilen, was uns gelehrt wurde. Jenseits unserer Angst vor dem Höchsten. Also bin ich persönlich. Warum diese Technik vermitteln, damit wir alle wissen, um mit dieser Technik vorsichtig zu sein. Geheime Technik, damit andere Nummer 4 gehorchen. Zuvor haben wir 3 der 7 geheimen Techniken besprochen. Wie man andere Menschen kontrollierbar macht. Nun kommen wir zur 4. Technik. Wie man die andere Person mit mehreren Techniken unter Kontrolle bringt. In dieser Technik werden wir Belohnungs- und Angsttechniken kombinieren. Darüber hinaus werden wir die Bedeutung im Bereich Werbung und Vertrieb weiter schärfen und klären. Viel bekannt für Vergnügen und Schmerz, wo die Verbraucher auf die Nachteile aufmerksam gemacht werden, die sie erlebt haben. Wenn er unser Produkt nicht kauft oder nicht benutzt. Der Käufer wird darüber informiert, wie hoch die Verluste sind und welche Vorteile sich daraus ergeben. Wenn er beschließt, unser Produkt zu kaufen. Dies wird häufig von Verkäufern verwendet, die Promopreise und verschiedene Boni anbieten. Wenn Sie sich sofort für einen Kauf entscheiden. Außerdem gehen die Promopreise, Rabatte und Boni aus. Wenn die Reihenfolge die vorgegebene Zeit überschreitet. Durch die Verwendung dieser Doppeltechnik wird der Käufer gezwungen, die Bestellung sofort abzuschließen. Denn denken Sie daran, nach Forschungsergebnissen. Mehr Menschen entscheiden sich für den Kauf, nicht weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Wenn wir also mehrere Techniken verwenden. Es ist dieser Wunsch, der größer werden wird. Dadurch kaufen Sie sofort die von uns angebotenen Produkte, obwohl er es nicht wirklich brauchte. Oder wir finden oft mehrere Techniken, die von einer Person verwendet werden, um einen Freund zu überzeugen. Oder jemand anderes, etwas tun, was er will. Wo er subtil oder impliziert sein wird, wird er sehr dankbar sein, wenn er sich verwöhnt, und wird feindselig sein, sogar aus der Vereinigung ausschließen. Andernfalls, sogar eine königliche und staatliche Dynastie seit undenklichen Zeiten. Bereits mit dieser Dualtechnik, zu erobern und Königreiche zu machen oder ihnen zu gehorchen. Sie müssen einige Steuern oder Gebühren zahlen. Oder wenn nicht, wird das Königreich feindlich sein und gemeinsam kämpfen. Dies ist in der Tat bekannt, um uns herum zu verwenden. Ob wir es realisieren oder nicht. Und dies führt zu besseren Ergebnissen im Vergleich zu nur Belohnungstechniken oder Angst allein, wenn sie weniger einflussreich sind, die Belohnungstechnik. Sie werden von seiner Angsttechnik beeinflusst oder umgekehrt. Weil wir jede Technik kennen. 1 oder 2. Jeder hat seine Schwächen. Zum Beispiel mit Angsttechniken. Wenn dies nicht angemessen oder übermäßig ist, kann dies an uns selbst gehen. Okay, wir werden diskutieren, wie man mehrere Techniken verwendet. Damit andere dir gehorchen. Geheime Technik, um andere dazu zu bringen, dir zu gehorchen. Nummer 4. Verhandlungs-, Marketing- oder andere Experten. Wessen Job ist, erobere andere Menschen auf dieser Welt. Schon sehr verständnisvoll, wie eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen ihm und dem Gesprächspartner. Es würde es ihm leichter machen, seine Gesprächspartner zu machen, ihn leichter zu überzeugen und ihm gehorsam zu machen. Also hörten und glaubten sie und stimmten schließlich dem zu, was der Sprecher sagte. Warum ist das so? Weil Menschen ist es einfacher zu akzeptieren, wenn etwas oder jemand, der etwas mit ihm gemeinsam hat. Und damit, als er merkte, dass sein Gesprächspartner derselbe war wie er. Er fühlt sich nahe, fühlt sich körperlich und geistig wohler mit dieser anderen Person. Obwohl die andere Person sehr fremd und nie bekannt war. Und damit werden wir diese Person leichter dazu bringen, zuzustimmen und uns zu gehorchen.
Auch mit dieser Technik, in gewisser Weise können wir, wenn wir die Technik kennen, innerhalb von etwa 5 Minuten andere Menschen dazu bringen, die anfänglich anderer Meinung sind. Könnte gehorchen, was wir tun, und andere. Dies erfordert eine besondere Erklärung. Vielleicht mache ich in Zukunft ein technisches Video. Was wäre, wenn es anders wäre? Was passieren wird, wir bringen andere Menschen nicht dazu, genauso zu denken wie er. Bedeutet, dass er wahrscheinlich denkt, er und sie sind unterschiedlich, und damit. Diese Person wird sich dir fremd fühlen, obwohl du ihn schon lange kennst. Er fühlt sich tatsächlich als Fremder für ihn. Er wird Abstand zu dir halten, er wird nach anderen Menschen suchen, die mehr mit ihm gemeinsam haben. Wenn dies in einem Geschäftswettbewerb und anderen auftritt. Das heißt, er wird ihren Konkurrenten näher kommen. Wenn es im Kontext des oder des anderen Dialogs anders ist, steht das, was sie sagen, im Gegensatz zu ihm. Er wird immer mit dem streiten, was du sagst. Nehmen Sie es richtig oder falsch ab. So ziemlich anstrengend, nicht wahr? Was sind also die Ähnlichkeiten, aus denen Sie das Grundmaterial machen können, um als Verbindung zwischen uns und unseren Gesprächspartnern zu dienen? Oder unseren Verbrauchern, um es uns leichter zu machen, das zu erreichen, was wir anstreben? Ja, viele von ihnen, wenn Sie sie einzeln besprechen möchten. Aber hier werden wir versuchen, einige von ihnen zu schälen. Verwandtschaft und Brüderlichkeit. Wie wir wissen, wird es für uns einfacher sein, Gleichungen zu ziehen, wenn wir eine brüderliche und familiäre Beziehung haben. Es wird uns den Dialog erleichtern, so dass jemand zustimmt und uns gehorcht. Deshalb geschieht dies um uns herum. Wenn es etwas Profitables gibt oder eine gute Gelegenheit öffentlich geteilt werden kann. In der Regel wird es im Voraus den nächsten Verwandten oder der Familie mitgeteilt. Der Rest, dann wird es jemand anderes bekommen. Warum ist das passiert? Ja, weil sich die Menschen der Stärke von Familie, Verwandtschaft oder anderen Beziehungen bewusst sind. Erleichtert es ihnen, andere dazu zu bringen, ihren Wünschen zu gehorchen, ihnen zuzustimmen und ihnen zu entsprechen. Nach dem, was sie wollen. Wenn wir also die Menschen darauf aufmerksam machen können, haben wir eine Art Verwandtschaft. Wenn diese Person unter mehreren Personen wäre, würde sie vorrangig Entscheidungen treffen. Nach der Verwandtschaftsbeziehung, die ihm am nächsten ist. Darüber hinaus die Rassengleichheit der Nation oder Region. Wie wir wissen, die Ähnlichkeit des Ursprungs der Geburt oder des Ursprungs des Wohnortes. Hat seine eigene Kraft, indem es andere dazu bringt, uns zuzustimmen und uns zu gehorchen. Warum dies der Grund sein könnte, ist menschlich. Psychologisch, wenn es etwas gemeinsam oder mit sich selbst gibt. Er wird eher bereit sein und dem zustimmen, was er gemeinsam hat. Auch wenn wir Erfolg haben und sie zum Nachdenken bringen können. Du und er kommen vom selben Ort. Damit ist er offener für das, was sie meinen und was sie wollen. Im Folgenden ist die Gleichung des gleichen Schicksals und der gleichen Übereinstimmung. Wenn ein Vermarkter, sagt ein Autohaus zu einem potenziellen Käufer. Vater und ich sind gleich, haben mehr als ein Kind und ich persönlich fühle mich mit diesem Automodell sehr wohl. Das Erscheinungsbild ist nicht nur geräumig und komfortabel, sondern kann auch mit dem Daumen nach oben sein. Natürlich werden potenzielle Käufer dem Marketing zustimmen, weil er das Gefühl hat, etwas mit der Person gemeinsam zu haben, die das Produkt anbietet. Das ist besser als er. Bieten Sie das Modell auf andere Weise an, denn zu Beginn der Mitteilung hatte er bereits eine Ähnlichkeit zwischen ihm und seinen potenziellen Käufern hergestellt. Wie kürzlich bekannt gegeben. Physiologisch menschlich wird sein Geist offener sein und anderen Menschen gehorchen, die etwas mit ihm gemeinsam haben. Es gibt viele Techniken und Möglichkeiten, andere Menschen dazu zu bringen, sich auf sie zu beziehen und mit ihnen gemeinsam zu haben. Damit sie leichter zu bekommen sind und dir gehorchen. Neben den 3 Beispielen, die ich oben vorgestellt habe. Sie können sich nach ihren individuellen Bedürfnissen entwickeln. Wenn Sie je nach Situation andere Beispiele wünschen oder etwas hinzufügen möchten. Bitte schreiben Sie in den Kommentaren unten. Je mehr hier die Diskussion ist, desto interessanter wird sie. Wenn Sie sie nicht nacheinander gesehen haben, empfehlen wir, sie von Anfang an zu wiederholen. Damit nichts übersehen wird und nicht mit dem Material verbunden ist, das in Zukunft diskutiert wird. Okay, als nächstes kommen wir zu Technik 5. Geheime Techniken, um andere dazu zu bringen, dir zu gehorchen. Warst du jemals in einer solchen Situation? In einer Situation sein, wie ein Ei mit einem Horn. Oder Vorwärtsschlag, Rückschlag. Problem mit Menschen, die nicht gut sind. Mit einer brutalen Person streiten. Umgang mit Abonnements, die um Warenwechsel bitten. Tatsächlich wurde der Schaden durch sein eigenes Verschulden verursacht.
Was würde passieren, wenn wir uns nicht ganz mit solchen Dingen befassen würden? Wenn wir Händler sind, werden wir Kunden verlieren. Wenn wir anderen Menschen gegenüberstehen, die Unsinn sind oder nicht gut genug, werden wir nur das Problem verstärken, was keinen Nutzen bringt. Oder irgendetwas anderes. Wir müssen angesichts von etwas wirklich klug sein. Deshalb ist diese Technik sehr, und Sie müssen verstehen. Denn in dieser Situation zielt es normalerweise nur darauf ab, das Problem zu lösen. Und wir verdienen eigentlich nichts. Wenn wir jedoch nicht schnell fertig sind, wird es uns wehtun. Ursache braucht Zeit, Mühe und andere. Das muss die Aktivitäten stören, die wir tun sollten. Also hier, wir sind tatsächlich diejenigen, die unter Druck stehen, wir stehen vor einer Situation, in der wir verlieren und verlieren, was auch immer wir tun. Aber hier versuchen wir als Überreder, die Niederlage zu minimieren. Oder der Verlust. Großartig, wenn Sie diese Verluste beseitigen können. Und wieder abkühlen lassen. Wenn Sie es sind, kann es für beide Seiten von Vorteil sein. Wie verhältst du dich am besten als Eroberermeister? Anstatt wütend zu werden und andere Negative. Versuchen Sie es zunächst ruhig anzugehen. Denn wenn es emotional ist, kann das Gehirn in diesem Zustand normalerweise nicht richtig arbeiten. Beginnen Sie danach, die Situation zu verstehen und so weiter. Was du denken und tun kannst. Was sind Ihre Schwächen, was sind Ihre Stärken sowie auf der anderen Seite oder unsere Kunden? Was sind Ihre Stärken und Schwächen, was wird Sie dazu bringen, mit ihnen übereinzustimmen? Und schließlich zustimmen und die beste Lösung akzeptieren. Hier agieren wir beispielsweise als Online-Verkäufer eines Kosmetikprodukts. Laut SOP werden alle Waren so verpackt und versendet. Damit wir sicher sind, hat die Ware, die wir versenden werden, einen strengen Verpackungs- und Kontrollprozess durchlaufen. Und wir sind sicher, werden die Verbraucher gut erreichen. Obwohl unterwegs, muss die Lieferung durch den Transit gehen und der Lade- und Entladevorgang ist ziemlich rau und andere. Die Ware bleibt in gutem Zustand in den Händen unserer Verbraucher. Dann gibt es einen Kunden, der ziemlich oft eingekauft hat. Man kann sagen, dass diese Mutter routinemäßig eine Art von Kosmetik bestellt, nachdem sie den Nachweis der Übertragung und der Adresse bestätigt hat. Die Waren werden verpackt und zur Expedition geschickt. Nach einigen Tagen kommt die Ware an, CS bestätigt erneut und der Käufer bestätigt, dass die Ware angekommen ist. Einige Tage später rief diese Mutter erneut CS an und beschwerte sich, dass die erhaltenen Waren beschädigt seien und so weiter. Dann fange an zu kratzen und wütend zu werden, darüber zu reden, enttäuscht zu sein und so weiter. Wie kommt es, dass Junkartikel verschickt wurden? Ich war besorgt und brauchte das. Und bla 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 bla. In dieser Situation ging es als Verkäufer schief. Denn was auch immer getan wird, wird Verluste verursachen. Ich möchte darauf bestehen, dass die Ware gut aufgenommen wurde und nicht beschädigt werden darf. Dann ignorierte er seine Beschwerden. Bedeutet, wir verlieren Kunden. Ersetzt werden wollen, erneut senden, bedeutet einen Verlust zu erfahren, weil sie den gleichen Artikel senden müssen. Hier als Online-Händler, anstatt es mit Frivolität und Grummel zu begegnen. Es ist besser, sich dafür zu entscheiden, gut zu sprechen, indem man Entscheidungen trifft. Hier wissen wir, diese Mutter ist eine treue Benutzerin unseres Produkts. Dann ist er ein vielbeschäftigter Mann, wir schlagen 2 Optionen vor. Erstens, weil er beschäftigt ist und wahrscheinlich keine Zeit hat und Dinge an uns zurückschicken möchte. Als Verkäufer versprechen wir, das volle Geld zurückzugeben, nachdem die Mutter die Ware an uns zurückgeschickt hat. Bis hierher war er außerdem bemüht, neu zu packen und zur Expedition zu eskortieren. Er muss auch etwas Geld für das Porto ausgeben. Zweitens bieten wir ihm an, das angekommene Produkt weiter zu verwenden, da wir am meisten über die beschädigte Verpackung wissen. So kann der Inhalt weiterhin und für weitere Bestellungen als Entschuldigung und Treu und Glauben verwendet werden. Wir geben Rabatte und Boni. Hier will Mutter, anfangs wütend, angesichts eines Dringlichkeitszustands, die erste nach ihren Wünschen auswählen. Volles Geld umgekehrt, es ist nicht gut. Sogar schaden und ihn stören. In diesem Zustand ist er glücklich. Folgen Sie unseren Wünschen, dem Verkäufer. Wenn Sie sich für die zweite Option entscheiden, erhalten Sie in Zukunft beim erneuten Kauf spezielle Rabatte und Boni. Hier ist es der Partei, die die Rolle des Verkäufers spielt, gelungen, ein wahrer Überzeuger zu werden. Stattdessen kehrte er die Situation um, von Anfang an hatte er die Chance zu verlieren, obwohl er das Glück hatte, Nachbestellungen zu erhalten und mehr Gewinn aus zukünftigen Bestellungen hinzufügte.
Was denkst du? Wir müssen nur verstehen, womit wir es zu tun haben, welche Informationen wir haben und wie wir angemessen damit umgehen sollen. Interessant, richtig. Zu entwickeln und anzuwenden. In Ihrem Fall einfach anpassen. Das Wichtigste hier als Eroberer ist, dass Sie eine gute Lösung erhalten, die für beide Seiten von Vorteil ist. Darüber hinaus ist die geheime Technik, damit andere gehorchen, Nummer 6. Wie man Menschen zum Nachdenken bringt und letztendlich akzeptiert, was auch immer sie sagen. Wenn sie denken, dass sie der Experte sind. Für diese eine Technik benötigen sie viel Aufwand. Anlass, gehört, gehorcht und geglaubt zu werden. Sie müssen ein Experte sein und mehr Fähigkeiten haben als jeder andere. Besonders die Person, mit der sie sprechen, und andere. Wie und was Menschen tun, um als Experten oder Experten eingestuft zu werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um den Titel eines Experten und eines Experten zu erreichen. Um das Vertrauen und den Gehorsam anderer, ihnen und anderen zu erhöhen. Zum Beispiel studieren und kämpfen die Menschen dafür, die höchste Ausbildung S1, S2, S3 abzuschließen. Sogar an den Professor. Und andere. Es gibt auch diejenigen, die an verschiedenen Schulungen und Schulungen teilgenommen haben und sogar über eine Vielzahl von Zertifikaten verfügen. Um zu beweisen, dass er ein Experte auf diesem Gebiet ist. Oder verbessern sie Talente und Hobbys durch den Prozess des Versuchs. Immer wieder versagen, etwas zu finden und zu erreichen, was andere Menschen selten tun. Sie wurden noch nie erreicht. Oder es gibt auch diejenigen, die einfach nicht die Fähigkeit haben oder die Fähigkeit nicht haben, er wird befördert und lügt über eine Fähigkeit und Sachkenntnis. Eigentlich hatte er diese Fähigkeit nicht. Aber konsequent gelogen. Bis zum Gläubigen ist er ein Experte auf diesem Gebiet. Dafür im Zeitalter der Entwicklungsländer des Internets und der Fülle an sozialen Medien. Wohl recht einfach zu machen und in der realen Welt weit verbreitet. Obwohl sie sich tatsächlich bewusst sind, dass sie sich selbst täuschen. Dann auch dort, ein Fachwissen und einen Experten auf einem Gebiet zu nennen. Manchmal machen Menschen etwas anderes als Menschen im Allgemeinen, um anders auszusehen. Erstens zielt es darauf ab, dass andere Menschen nicht verstehen. Damit nur Experten auf diesem Gebiet verstehen. Zweitens, damit es besonders und nicht gewöhnlich aussieht. Wir können sehen, dass die Experten einen Unterschied machen. Wie Unterschiede in der Schrift, so dass es für den Laien nicht gelesen und verstanden werden kann. Oder erstellen sie spezielle Sprachen und Begriffe. Es gibt auch verschiedene Uniformen oder einige machen eine seltsame und interessante Bewegung. Damit sie bekannt sind und Experten auf diesem Gebiet sind. Wir können dies in einem Café oder in anderen sehen. Sie machen spezielle Bewegungen, um ein Getränk zuzubereiten und zu mischen. Oder die Köche, die besondere Kleidung tragen. Zu sagen, sie sind Experten auf diesem Gebiet. Wie wichtig ist es dann, die Menschen zum Nachdenken zu bringen? Wir sind Experten und Experten auf einem Gebiet. Und was mit dieser Technik zu tun ist? In einem Meeting. Es gab heftige Debatten darüber, was getan werden sollte, um ein Unternehmen wieder zu beleben, das im Niedergang begriffen war. Aus dem vorherigen Treffen über die Auswahl von 3 Kandidaten diskutiert. Von den 3 Kandidaten wird eine Person als neuer Leiter ausgewählt. Die gewählte Person wird befördert, ebenso wie ihr Gehalt. In Zeiten wie diesen wird ihrer Meinung nach natürlich die kompetenteste Person gewählt und gilt als die kompetenteste und sachkundigste Person, um die Aufgabe auszuführen. Angenommen, Sie oder Ihre Familie sind krank. Könnten Sie es zur Reparaturwerkstatt oder zum Markt bringen? Natürlich nicht. Wenn Sie dann im Krankenhaus sind, gibt es von den vielen aufgeführten Ärzten Allgemeinmediziner und Spezialisten. Welches du wählen wirst? Sie hätten einen Spezialisten wählen sollen, oder? Warum? Weil Sie selbstbewusster sind, ist das Krankenhaus ein Ort zur Behandlung einer Krankheit. Und Fachärzte, die besser wissen und verstehen, um kranke Menschen zu heilen. Als ein Allgemeinarzt. Oder du bist in einer Gruppe, einer Gemeinschaft oder einer anderen. Irgendwann gab es ein Rennen. Im Rennen erwähnt es, wer ein Champion wird, erhält einen ausreichend großen Preis und wird als fester Angestellter in einem großen Unternehmen akzeptiert. Das Gehalt ist wohl sehr hoch. Sie können nur eingeladen werden und an diesem Rennen teilnehmen. Wenn Sie nachweisen können, dass Sie ein Experte auf einem der umstrittenen Gebiete sind, oder? Viele andere Beispiele, die Sie um sich herum sehen können. Menschen sind bereit, hart zu arbeiten und streben danach, Experten und Experten auf einem Gebiet zu werden. Schon die menschliche Natur muss mehr sein als andere, sie werden verärgert sein.
wenn sie sich zurückgelassen fühlen. Dies ist sehr wichtig, wenn sie eine Führungskraft werden. Sie müssen mindestens alle Jobs verstehen, unabhängig von der Art, in der sie führen. Und um ihre Führung aufrechtzuerhalten, müssen sie weiter lernen. Damit die Mitarbeiter immer noch glauben, sie seien kompetenter als er und so ihre Existenz als Führungskraft aufrechterhalten. Was sie also sagen und was sie befehlen, bleibt den Mitarbeitern vertraut und wird von ihnen befolgt. Was passiert, wenn wir keinen Experten oder Expertenfaktor auf einem Gebiet haben? Es war klar, dass wir das Übliche sein würden. Wenn Sie ein Mitarbeiter sind. Sie werden ein regulärer Mitarbeiter. Wenn es Schule ist, werden wir normale Schüler sein. Oder wenn wir Geschäftsleute sind, wenn wir unser Geschäft nicht vergleichen können, sind wir Experten auf ihrem Gebiet. Natürlich wird es weniger Kunden geben, weil die Leute glauben, dass unser Geschäft nicht in der Lage ist und sie ihnen nicht vertrauen, unsere Dienstleistungen und Produkte zu nutzen. Oder wenn wir reden, etwas, von dem die Leute denken, dass wir keine Experten und Experten auf diesem Gebiet sind. Wir könnten nur ausgelacht werden, wenn wir uns an der Diskussion beteiligen. Und was auch immer wir denken, und was auch immer wir sagen, wird nur widerlegt und abgelehnt. Obwohl wir aufrichtig beabsichtigen zu helfen und was wir sagen, ist wahr. Traurig ist es nicht okay, lerne weiter. Etwas beherrschen, nicht einmal von etwas kontrolliert. Sie entscheiden, also kontrollieren Sie. Oder wer kontrolliert? Nächster, geheime Technik, um andere dazu zu bringen, dir zu gehorchen Nummer 7. Es fühlt sich nicht so an, als ob es an der 7. geheimen Technik liegt. Wie man Menschen zum Glauben bringt und dir gehorcht. Mit Technik, so kann es vertraut und verlassen werden. Dies ist die letzte Technik in diesem Teil, erste von vielen anderen großartigen Materialien, die wir gemeinsam teilen werden, von wie man andere zum Glauben bringt und mehr. Bisher, was denkst du, im Vergleich zu den Techniken 1 bis 6 ist welche Ihrer Meinung nach leistungsfähiger und wirklich außergewöhnlich? Ist eine Belohnungstechnik, wenn nach dem, was ich lerne und mich bewerbe. Diese Technik könnte zunächst gut funktionieren. Aber im Laufe der Zeit wird der Überreder von der Zeit überwältigt sein. Denn jedes Mal müssen wir das, was wir geben, erhöhen und weiter steigern. Andernfalls ist der Effekt schwach und nicht maximal. Sie können es beweisen, wenn Sie sich daran gewöhnt haben, Belohnungen zu geben. Wenn man Kindern sagt, sie sollen in Zukunft etwas lernen oder tun, wenn sie geben und versprechen, immer wieder den gleichen Betrag wie zuvor. Mit der Zeit wird er nicht tun, was Sie ihm sagen. Es sei denn, Sie erhöhen die Anzahl, und am Ende wird dies ein Problem für Sie sein. Ihr Kind wird nicht aufrichtig sein, weil alles nur in Materie gemessen wird. Für mich persönlich ist das eine sehr schlechte Sache. Ebenso bei Drohungen. Sie können die Wirkung der Bestrafung irgendwo sehen. Was denkst du, ist viel passiert? Ob Menschen das Gesetz und die Regeln befolgen oder brechen. Sogar in einigen Fällen, wenn eine Person oder Gruppe zu depressiv ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die passieren werden. Manchmal lernen sie, sich anzupassen und beginnen Sinn zu machen. Oder manchmal wie viel. Es erzeugt Rebellion und viele andere schlechte Dinge. Wie wäre es mit der Technik, ein Experte zu sein? Auch dies hat seine Nachteile, aber um die Techniken des anderen für einen guten Zweck zu ergänzen. Das ist auch ziemlich gut. Was ist dann die beste Technik? Was ist die größte Technik? Damit die Leute dir glauben und dir gehorchen. Welche Techniken können verwendet werden, die für uns selbst nicht nach hinten losgehen? Und andere Konsequenzen, diese 7. Technik ist die Antwort. Diese Technik ist die beste Technik und ohne negative Konsequenzen für uns und andere. Dieser Faktor beweist, wer sie sind und wie sie sich als eine Person beweisen, der man vertrauen und auf die man sich verlassen kann. Dies wird eine enorme Wirkung haben. Wie sie eine zuverlässige Person werden. Und kann vertraut werden. Weiter wachsen und wachsen, größer werden. Das wird dich zu einer Person machen, der andere gehorchen und zuhören. Später in einem anderen Teil werde ich erklären, was die Ursache und das vollständige Geheimnis hinter dieser interessanten Sache ist. Aber bevor wir diskutieren, wie Sie dieses Vertrauen und diese Zuverlässigkeit als Ihre Stärke nutzen können, um ein Eroberer zu werden. Zuerst werden wir schälen und zerlegen, wie man andere Menschen dazu bringt, dir zu vertrauen. Und im nächsten Video werde ich dir ein Geheimnis zeigen, wie man andere Menschen dazu bringt, an dich zu glauben. Und wie kannst du ein wahrer Eroberer sein, gehört werden, gehorchen, was immer du sagst? Okay, fühle nicht die erste Lautstärke. Es ist vorbei, wie man andere dazu bringt, dir zu gehorchen.
Dies ist die Anfangsphase, ein Teil einer Reihe von Geheimnissen des wahren Eroberers. Das Hauptziel ist, dass wir verstehen, wie wir von anderen Menschen leicht bekommen, was wir wollen. Im nächsten Abschnitt werden wir diskutieren, was ich oben erwähnt habe. Wenn es Meinungen gibt oder andere, bitte schreibe unten einen Kommentar, um über Updates auf dem Laufenden zu bleiben. Bitte drücke auf die Glocke, abonniere, kommentiere und teile dieses Video in deinen sozialen Medien. Sie sind also ein weiterer guter Mensch geworden, der nützliche Kanäle verbreitet und unterstützt. Wir beten dafür, dass dies Ihre Wohltätigkeit ist, und wir beten auch für diejenigen unter Ihnen, die sich anmelden, mögen und kommentieren, teilen, es ihnen leichter machen, in jeder Hinsicht erfolgreich zu sein. Gut für dein Jenseits. Okay, ich danke dir. Wir sehen uns im Folgevideo, das interessanter und außergewöhnlicher ist. Bagaimana sih caranya?